Atemberaubende Farbfotografien Deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ein todlicher deutscher Scharfschütze zielt im Zweiten Weltkrieg auf feindliche Truppen. Während ein getarnter Soldat links im rechten Zeigefinger im Abzug zielt, beobachtet sein Kamerad rechts. Der Dickhandschuh trägt, durch ein Fernglas aus seinem künstlichen Schützengraben die verrückende Armee. Drei deutsche Soldaten bedient ein schwer Kanwan. Die durch einen vom Krieg verwüsteten Straßenrand geschoben wird. Hinter ihnen steht schwarzer Rauch in die Luft, während Hütten in Flammen stehen. Die während des Kriegs, der Millionen von Menschenleben forderte, heftig gekämpft wurden. Ein getarnter Panzer fährt durch eine unbekannte Stadt, vermutlich in Deutschland. Wir Soldaten sitzen auf dem Panzer, zwei weitere stehen vor einem Laden im blauen Front. Zwei deutsche Soldaten stehen auf einem Panzer, der in einen Graben gepflegt ist. Deutsche Soldaten entwickelten im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Panzerkonstruktionen. Neben einheimischen Konstruktionen nutzte Deutschland auch verschiedene U-Boote und im Ausland gebaute Panzer. Dadurch wuchsen die deutschen Panzer von winzigen 5-Tonnen-Panzern zu 100-Tonnen-Monstern. Deutsche Soldaten stehen in der Nähe eines Panzers auf diesem kolorierten Foto. Das ein walisischer Elektriker zum Leben erweckt hat. Das Bild zeigt die deutschen Soldaten, wie sie ihre Waffen darunter Maschinengewehr und Klingen sowie Munition vom getarnten Panzerfahrzeug weg in das unwegsame Land tragen. Deutsche Soldaten im Gewähren auf dem Rücken fahren auf umgebauten Motorrädern im Sozius durch die Felder. Neben ihnen fährt ein Soldat einen Panzer und zwei Männer im Versorgungsgüten gehen in die entgegengesetzte Richtung. Im Hintergrund sind weitere Panzerfahrzeuge zu sehen, die sich ihren Weg durch die weitläufigen Hügelbahnen. Ziel des Schlachtfelds, die Stadt Rostow-am-Don zu besetzen. Das als Eisenbahnknotenpunkt und Flusshafen im Zugang zum Kaukasus ein wichtige Stadt war. Der Kaukasus ist eine Region, die rein all und mineralien ist. Zu sehen sind deutsche Soldaten der Division Großdeutschland mitten im Gefecht, ein deutscher Soldat. Der im Begriff ist, die Straße zu überqueren und seine Kameraden hinter ihm. Die im einem in seinem Gür befestigten Bajonettmesser kampfbereit sind. Die Soldaten des deutschen Gefechtsstabs wollen in der Region Smolensk. In der Sowjetunion trugen weiß Wintertarnjacken und einige von ihnen bemalten. Auch ihre Gasmasken dosen in passenden Farben. Und der Winter war zu dieser Zeit sehr extrem. So dass ein sehr dick Schneejack benötigt wird. Die außen im einer einteiligen weißen Town-Overall-Jack überzogen wird, während innen ein Mantel getragen wird. Das sehr kalte Wetter zu überstehen. Deutsche Soldaten im Einsatz gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Hinter einer beschädigten Mauer oder einem Torbogen suchen sie Schutz vor britischen und alliierten Streitkräften. Ein Soldat links richtet sein Waffe auf ein scheinbares Armeefahrzeug, das die Storbage-Straße hinauffährt. Wir deutsche Soldaten der Panzerlehrdivision versammeln sich im Kadi, ihre Offensive in der Stadt Tilly-sur-Seine zu planen. Die Panzerlehrdivision war eine deutsche Elite-Panzerdivision im Zweiten Weltkrieg. Sie wird ab 1943 US in Deutschland stationierten Ausbildungs- und Demonstrationstruppen gebildet. Zusätzlich Panzertruppen für die erwartete Alliierte Invasion in Westeuropa bereitzustellen. Sie war die einzige Panzerdivision der Wehrmacht, die vollständig im Panzern und Halbkettenfahrzeugen zum Transport ihrer mechanisierten Infanterie ausgerüstet war. Mehrfach kämpfte sie fast bis zur Vernichtung und hat am Ende des Kriegs in Europa kaum noch Ähnlichkeit im der Einheit, die ursprünglich eingesetzt worden war. Dies ist das bekannteste Foto, das die tapferen deutschen Fallschirmjäger der Sturmgruppe Granit. Sturmabteilung Koch beim Sturm auf die Festung Ebenemehl, Belgien seht. Sie wurden nach ihrer Rückkehr in die Kaserne in Korndelbruck, Deutschland fotografiert, wo ihnen das Eisenkreuz zuweilen wird. Ihre Gesichter und Helme sind teilweise als einfach Tarnmaßnahmen im Lem beschmiert. Die Fallschirmjäger auf diesem Foto tragen Fallschirmjägerjacken des S10-Modells im Fliegerblusenfutter. Interessanterweise trägt Jäger Schmidt links den Hirsedler und nicht den der Luftwaffe. Das liegt daran, dass die deutschen Fallschirmjäger ursprünglich vom Heer aufgestellt wurden. Bevor sie zur Luftwaffe versetzt wurden. Einige der frühen Mitglieder entschieden sich
Ihr alten Jacken dem Hiersedler zu behalten, als Zeichen des Stolzes. Ziel des 10 Generation deutscher Fallschirmjäger zu sein. 17 deutsche Soldaten stehen vor und auf einem großen Panzer und posieren für ein Propagandafoto. Das im Zweiten Weltkrieg zu einem mächtigen Mittel wird. Das gepanzerte Fahrzeug ist von Maschinen und Waffen umgeben und soll höchstwahrscheinlich die Damage stark Deutschlands trotz der unvermeidlichen Kapitulation darstellen. 3 deutsche Soldaten sprinten inmitten heftiger Kämpfe über Einsatzstraße. Sie tragen ihr gesamte Ausrüstung und halten ihr Gewehr schussbereit in der Hand. Hinter ihnen wutet auf der anderen Seite eines Panzerwagens ein Führer. Und ein riesiger Kanwan ist bereit, auf die alliierten Streitkräfte zu schießen. Ein deutscher Soldat während des Zweiten Weltkriegs, deutsche Truppen trugen Feldgrau ist zu sehen. Mit einer Mausraketen 90 war und eine Stielhandgranate. Modell 24 Handgranate in seinem Gürtel und eine Patronenhals über seine Schulter. Dutzend deutsche Soldaten umringen ein riesige Waffe, die auf einer riesigen Plattform auf Rappenketten montiert ist. Modern Raketenartillerie wird erstmals im Zweiten Weltkrieg in Form der deutschen Nebelwerferfamilie und der sowjetischen Katyusha-Serie eingesetzt. Die meisten waren auf einem kleinen, leichtgewichtigen Wagen montiert, der von mehreren Männern bewegt und fast überall eingesetzt werden konnte. Ließ sich von den meisten Fahrzeugen sehen. Doch es handelte sich ein Spezialmaschine für Massenvernichtung. Wie auf dem Foto zu sehen ist, maskiert die deutsche Armee weiterhin rasch nach Süden in Frankreich ein und startet anschließend eine Offensive über die Flusssommern in Nord- und Westmittelfrankreich. Die deutschen Truppen führten außerdem ein separate Offensive durch, indem sie die Maginallinie wurde die Gangsanlagen der französischen Ostgrenze angriffen. Anschließend griffen sie direkt ins Frankreichs ein und eroberten im Juni Paris. Auf dem Foto sind 2 deutsche Soldaten zu sehen, einer sitzt vorn wie ein Feldkommandeur. Sie trinken gemeinsam etwas in dem Fahrzeug, das sie durch Stoppages und Kages land. Vermutlich auf dem afrikanischen Kontinent fahren. Während des Kriegs wurden viele deutsche Soldaten Trinkwasserflaschen unterschiedlicher Größe. Und es gab kein spezifisches Modell oder ein bestimmt Farbe für irgendeine Einheit. Die meisten Trinkwasserflaschen fassen etwa 1 Liter Wasser, einige waren jedoch größer. Die Trinkwasserflasche bestand aus einer Metallflasche, einem Metall- oder Plastikbecher, einem Seal und einer Wollhole. Mehrere deutsche Soldaten diskutieren mitten im Krieg, dem Schutzstaffel-Logo auf ihren Helmen. Die deutschen Soldaten halten ein Morserstativ und ein Lügepistol in der Hand. Einige halten Gewehr vor sich, und die tragen Tarnmuster auf ihren Helmen. Hinter ihnen stehen 3 Personen, die Situation beobachten.